Alien Investor präsentiert. Arbeitsplatz, Haus, Rente, Konto. Wenn du in Deutschland lebst, hängt fast alles, was du hast, an einem einzigen Land. Das ist eine Wette und du hast sie nie bewusst abgeschlossen. Sensoren bestätigen Commander. Unproduktivkapital hält kaum jemand. 4 von 5 Deutschen besitzen weder Aktien noch Aktienfonds. Ich bin oft in der Schweiz und je öfter ich dort bin, desto klarer sehe ich, das zweite Standbein liegt direkt vor unserer Haustür. Heute zeige ich dir, warum ausgerechnet die Schweiz und warum sie trotzdem kein Paradies ist. Thorsten, übernimm. Zeig uns das Land, das seine Eigentümer kennt. 1. Die Wette, die du nie abgeschlossen hast. Der typische deutsche Vermögensaufbau sieht so aus: ein Gehalt, das an der deutschen Konjunktur hängt, eine Immobilie samt Kredit, die am deutschen Markt hängt, ein Rentenanspruch gegen den deutschen Staat und ein Konto bei einer deutschen Bank. Produktivkapital besitzt dagegen kaum jemand. Nach den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts hält nur rund jeder 5. Deutsche überhaupt Aktien, Aktienfonds oder ETF. 4 von 5 verlassen sich stattdessen auf Sparbuch, Lebensversicherung und die gesetzliche Rente. Das sind keine Vermögenswerte, das sind Ansprüche. Und zwar Ansprüche gegen genau das System, an dem ohnehin schon Arbeit und Alltag hängen. Bei vielen kommt noch ein geleastes Auto dazu und fertig ist die Illusion von Wohlstand. Das ist keine Streuung. Das ist eine einzige große Wette auf ein einziges Land. Und wenn dieses Kartenhaus fällt, fällt alles gleichzeitig. 2. Wenn der Staat zugreift. Dass ein Staat im Ernstfall auf das Vermögen seiner Bürger zugreift, ist keine düstere Theorie. Es ist deutsche Geschichte. Der Lastenausgleich von 1952 verpflichtete Vermögende, vor allem Eigentümer von Immobilien und Betriebsvermögen, zu einer Abgabe von 50% ihres Vermögenswerts. Zahlbar in Raten über bis zu 30 Jahre bis 1979. Kein Kriegsrecht, kein Unrechtsstaat, sondern ein ganz normales Bundesgesetz der jungen Bundesrepublik. Und die Werkzeuge sind nicht verschwunden. In Zypern wurden 2013 große Bankeinlagen zur Bankenrettung herangezogen und die europäischen Abwicklungsregeln sehen die Beteiligung von Kontoinhabern seither ausdrücklich vor. Die Lehre daraus lautet nicht Panik. Die Lehre lautet, Streuung über Anlageklassen reicht nicht. Du musst auch über Rechtsräume streuen. Ein Teil deines Vermögens sollte unter einem Recht liegen, das ein anderes Parlament schreibt und ein anderes Gericht auslegt. 3. Der unspektakuläre Nachbar. Wenn Anleger an Vermögen im Ausland denken, denken viele an exotische Inseln und Briefkastenfirmen. Das Gegenteil ist richtig. Das beste zweite Standbein ist unspektakulär. Die Schweiz liegt vor der Haustür, spricht dieselbe Sprache und ist notfalls mit dem Zug erreichbar. Und trotzdem ist sie ein vollständig eigener Rechtsraum. Sie gehört nicht zur Europäischen Union, die europäischen Regeln zur Bankenabwicklung gelten dort nicht, sie hat eine eigene Währung und eine eigene Notenbank. Was das wert ist, zeigt der Franken. Bei der Euro-Einführung 1999 kostete ein Euro ein Franken 62. Heute sind es noch rund 93 Rappen. Der Euro hat gegenüber dem Franken über 40% verloren. Dahinter steht Disziplin mit Verfassungsrang, die Schuldenbremse verpflichtet den Bund, Ausgaben und Einnahmen dauerhaft im Gleichgewicht zu halten, die Staatsrechnung 2025 schloss mit Überschuss ab und die Schuldenquote liegt bei rund 25%. Die Eurozone trägt im Schnitt 88%, Deutschland zuletzt gut 63 mit steigender Tendenz. Und beim Eigentum wird der Unterschied grundsätzlich. Artikel 26 der Schweizer Bundesverfassung garantiert bei Enteignung volle Entschädigung. Als bei der Verfassungsreform Ende der 90er beantragt wurde, das Eigentum wie im deutschen Grundgesetz zugleich der Gesellschaft zu verpflichten, lehnte das Parlament genau das ausdrücklich ab. 4. Das Land, das seine Eigentümer kennt. Der tiefere Grund für die Schweiz ist kein Paragraph, sondern eine Haltung. Die direkte Demokratie zwingt jede Steuer und Gesetze sieht ihr durch Abstimmungen, populistische Schnellschüsse ins Privatvermögen scheitern an der Urne. Das Milizprinzip behandelt den Bürger als mündig, in der Armee wie in der Gemeinde. Und dieselbe Kultur der Eigenverantwortung führt Weltkonzerne aus Dörfern heraus. Ein Land, das so denkt, führt folgerichtig Aktienbücher. Jede Schweizer Aktiengesellschaft mit Namensaktien muss ein Aktienbuch führen, so steht es im Gesetz. Wer eingetragen ist, den kennt das Unternehmen mit Namen und Adresse. Die Einladung zur Generalversammlung kommt direkt von der Firma, nicht über eine Verwahrkette. Du stimmst selbst ab,
Und manche Gesellschaften bedanken sich bei ihren registrierten Eigentümern, sogar mit echten Sachgeschenken. Der Schokoladenkoffer von Lindt ist legendär. Die Aktie bleibt dabei ganz normal im Depot handelbar. Aber es gibt einen Haken und der entscheidet über alles. Die Eintragung geschieht nicht automatisch. Wer nur kauft und nichts weiter tut, hält eine sogenannte Dispo-Aktie. Die Ausschüttung kommt an, aber die Firma kennt dich nicht, dein Stimmrecht ruht. Und mit den meisten deutschen Brokern und Neobrokern kommst du in das Register gar nicht erst hinein. Von die Gegenrechnung. Und jetzt die andere Seite, denn dieses Video verkauft dir kein Paradies. Im März 2023 hat dieselbe Schweiz die Credit Suisse per Notrecht an die UBS übergeben. Eine Notverordnung des Bundesrats erlaubte die Fusion ohne Zustimmung der Generalversammlungen beider Banken. Die Aktionäre der zweitgrößten Bank des Landes hatten schlicht nichts mehr zu sagen. Anleihen im Wert von 16 Milliarden Franken wurden auf Null abgeschrieben, während die Aktionäre einen Restwert behielten, eine Umkehrung der Haftungsreihenfolge, die nach europäischem Recht so nicht zulässig gewesen wäre. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte diese Abschreibung 2025 für rechtswidrig, endgültig entschieden ist der Fall bis heute nicht. Merk dir den Satz, das Land des Aktienbuchs hat im Ernstfall die Aktionärsdemokratie per Verordnung ausgeschaltet. Und die Schweiz ist tief in genau den Strukturen verankert, denen dieser Kanal misstraut. In Basel sitzt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken. In Davos tagt das Weltwirtschaftsforum. Das Bankgeheimnis für Ausländer fiel mit dem automatischen Informationsaustausch. Deine Schweizer Kontodaten gehen seit 2018 automatisch an das deutsche Finanzamt. Und 2022 übernahm die neutrale Schweiz die Sanktionen der Europäischen Union. Zur Einordnung: Dein Depot ist Sondervermögen und dein Registereintrag dein Eigentum. Beides war im Credit Suisse-Drama nie bedroht. Getroffen wurden Mitbestimmung und riskante Bankanleihen. Aber die Lehre bleibt, die Schweiz ist ein Werkzeug. Kein Heilsversprechen. Fassen wir zusammen. Wer alles in einem Land hält, wettet auf dieses Land, ob er will oder nicht. Die Geschichte zeigt, dass der Staat im Ernstfall zugreift. Die Schweiz bietet das naheliegendste zweite Standbein, eigener Rechtsraum, harte Währung, Eigentumsgarantie mit voller Entschädigung und eine Kultur, die Eigentümer namentlich kennt. Aber sie ist kein Paradies, das hat die Credit Suisse gezeigt. Was daraus für dich folgt, dazu zurück an den Commander. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Ilien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Die Schweiz ist kein sicherer Hafen, sie ist der beste zweite Anker, den du von Deutschland aus werfen kannst. Und werfen musst du ihn selbst. Von allein passiert gar nichts. Systemhinweis Commander. Ein Schweizer Konto ist für Deutsche vollkommen legal. Es wird über den automatischen Informationsaustausch gemeldet, die Steuerpflicht bleibt in Deutschland. Wer den Anker wirft, wirft ihn transparent. So ist es und die Praxis dazu, welcher Broker den Weg ins Aktienbuch überhaupt kann, wie die Eintragung Schritt für Schritt läuft und welche Aktiengattung du vor dem Kauf prüfen musst, von Schindler bis Roche, das steht im Kapitel 15 von meinem Buch Das dezentrale System. Link in der Beschreibung. Vertraue niemandem, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlord Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostr App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstallierten Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.